Mitten in der weiten afrikanischen Savanne leben zwei Elefanten getrennt von ihrer Herde und wandern zwischen grünen Graslandschaften umher, die sich bis zum Horizont erstrecken. Das Männchen ist groß und stark, seine langen, gebogenen Stoßzähne reflektieren das helle Sonnenlicht und seine sanften Augen verfolgen jeden Schritt seiner Partnerin. Das sanftmütige Weibchen war über 22 Monate lang trächtig, und ihr schwerer, runder Bauch ließ ihre Bewegungen immer langsamer werden. Jeden Morgen gehen sie gemeinsam zum Wasser und ihre schweren Schritte hallen in den friedlichen Geräuschen der wilden Natur wider. Als die Sonne aufging, stand der Elefantenbulle auf, um seiner Gefährtin Schatten zu spenden, und schüttelte seinen Rüssel, um Staub abzuschütteln und die Fliegen zu verscheuchen, die um seinen Bauch schwirrten. Diese beiden Kreaturen lebten allein, aber friedlich, mitten in der endlosen Steppe, wo Liebe und Überlebensinstinkt miteinander verschmolzen. In den letzten Tagen der Schwangerschaft kann die Elefantenkuh kaum noch lange stehen, sie kann sich nur stundenlang im Schatten trockener Akazienbäume in der Sonne ausruhen. Nur wenn es wirklich durstig oder wirklich hungrig ist, wird es mühsam aufstehen und langsam zum nahegelegenen See gehen, um Schluck für Schluck zu trinken. Der Elefantenbulle wurde zunehmend unruhiger und umkreiste ständig seine Gefährtin. Seine Augen waren weit geöffnet und er beobachtete jeden ihrer schwachen Atemzüge. An diesem Mittag brannte die Sonne auf das Gras, der Himmel war strahlend blau, aber schwer, als würde er voraussagen, was gleich passieren würde. Die Elefantenkuh lag auf dem Boden, ihr ganzer Körper zitterte, ihr schwaches Stöhnen vermischte sich mit dem Rascheln des trockenen Windes. Der Elefantenbulle brüllte laut und rannte verzweifelt um seine Gefährtin herum, wobei sein Rüssel wild in der Stille des Graslandes hin und her wedelte. Aus der Ferne ertönte das Geräusch eines Jeepmotors und durchbrach die Stille, die sich mitten an einem Sommernachmittag über die trockene Steppe gelegt hatte. Zwei Ranger in hellbraunen Uniformen patrouillierten auf einer staubigen Schotterstraße, als sie einen verzweifelt brüllenden Elefantenbullen sahen. Sie hielten das Auto sofort an, schauten durch ein Fernglas und entdeckten schnell eine Elefantenkuh, die regungslos unter einem großen Akazienbaum lag. Vielleicht ist sie gerade dabei, ein Kind zu gebären, aber es scheint ein Problem zu geben, sagte der junge Ranger leise, seine Stimme vor Sorge erstickt. Sie näherten sich Schritt für Schritt und versuchten, leise zu sprechen und sich vorsichtig zu bewegen, um den Elefantenbullen nicht zu erschrecken und ihn zum Angriff zu verleiten. Doch das Männchen war noch immer unruhig, hatte seinen Rüssel hoch erhoben, stampfte mit den Füßen auf den Boden und spreizte wachsam die Ohren. Die beiden mussten zurückweichen, einen Sicherheitsabstand einhalten, aus der Ferne mit Ferngläsern beobachten und die Atemzüge zählen. Eine Person mit einem Walkie-Talkie meldete dem Zentrum dringend: Notfall, trächtige Elefantin zeigt Anzeichen von Erschöpfung, braucht sofort einen Arzt. Eine Stimme antwortete durch das Rauschen: Verstanden, das Tierarztteam ist unterwegs. Bleiben Sie in Position und bleiben Sie in Sicherheit. Während sie warteten, packten die beiden Ranger Planen aus, um sich vor der Sonne zu schützen, und bereiteten Wasser- und Erste-Hilfe-Sets für den Notfall vor. Der Elefantenbulle stand noch immer neben seiner Gefährtin und verfolgte mit seinen großen Augen jede Bewegung des Menschen, ängstlich und zugleich unsichtbar flehend. Ein langgezogenes Brüllen ertönte, und der tiefe Ton ließ die gesamte Graslandschaft für einen Moment erzittern. Vogelschwärme flogen eilig aus den Baumkronen auf und ließen nur das schwere Atmen der beiden Elefanten in der Luft zurück. Eine halbe Stunde später kam ein weißer Abschleppwagen angerast, Staub wirbelte um das Fahrzeug herum auf. Zwei Tierärzte stiegen aus und trugen einen roten Werkzeugkasten mit einem weißen Kreuzsymbol, das im hellen Sonnenlicht deutlich zu erkennen war. Die Gruppe einigte sich auf einen Plan. Betäubungsgewehre wurden vorbereitet, um die Sicherheit bei der Annäherung an die beiden riesigen Tiere zu gewährleisten. Ein kleiner Pfeil wurde abgeschossen und traf die Schulter des Elefantenbullen. Er erschrak leicht und kniete dann langsam nieder, wobei sein Atem langsamer wurde. Erst als der Elefantenbulle völlig eingeschlafen war, wagte sich das Rettungsteam an die zitternde Elefantenkuh heran. Sein Atem ging schnell, sein Bauch hob und senkte sich heftig, seine Augen waren halb geschlossen, spiegelten aber dennoch unbeschreiblichen Schmerz wider. Der Chefarzt kniete sich neben sie, legte sein Stethoskop auf ihren Bauch und lauschte schweigend den Herzschlägen von Mutter und Kind.
Die Wehen setzen ein, aber irgendetwas stimmt nicht. Ich fürchte, das Kalb ist zu groß, um geboren zu werden, sagte er leise. Ein anderer Arzt bereitete eine Infusion vor, um die Energie zu steigern, während ein Ranger Wasser brachte, um den Körper des Elefanten sanft damit zu besprühen und so das Fieber zu senken. Das Geräusch des Windes, der durch die Akazienbäume pfeift, vermischt mit dem drängenden Atem von Mensch und Natur. Eine Nährlösung wird in eine Vene im Hinterbein gespritzt, wodurch die Elefantenkuh wieder etwas Kraft gewinnt. Nach einigen Minuten setzten die ersten Wehen ein, sein ganzer Körper zuckte heftig, jeder Atemzug schien die Luft zu zerreißen. Das Stöhnen hallte weithin wieder, berührte die Herzen der Zuhörer und ließ alle vor Anspannung die Fäuste ballen. 2 Ranger standen auf beiden Seiten und drückten mit ihren Händen sanft auf seinen Unterleib, um ihm die Geburt unter anhaltenden Schmerzen zu erleichtern. Der Arzt zählte gleichmäßig: 1, 2, 3. Drücken, weitermachen, tapfere Mutter. Die Elefantenkuh stieß ein langgezogenes Brüllen aus, ihr ganzer Körper war angespannt, ihr Bauch hob und senkte sich heftig, Staub wirbelte umher. Die Zeit schien still zu stehen, alle Geräusche verschwanden, nur der Herzschlag und das schwere Atmen blieben. Dann ertönte plötzlich ein feuchtes Geräusch, neues Leben war auf die Welt gekommen. Ein Arzt rief unter Tränen: Es ist geboren, das Elefantenbaby ist geboren. Im grellen Sonnenlicht wälzte sich ein riesiges Elefantenbaby im Gras, sein Körper war noch feucht und zitterte bei jedem schwachen Atemzug. Alle standen einen Moment lang still und konnten die enorme Größe des neugeborenen Wesens nicht fassen. Ich habe noch nie ein so großes Baby gesehen, vielleicht hat seine Mutter deshalb so viele Tage gelitten, sagte der Arzt leise. Die Elefantenmutter lag erschöpft da, ihre Augen waren leicht geöffnet, ihr Atem verlangsamte sich, aber sie wandte sich immer noch dem vertrauten Geräusch zu. Seine Augen berührten die kleine Gestalt des Babys, ein warmes Licht funkelte, als wäre es mit Glück vermischt. Der Chefarzt überprüfte noch einmal den Herzschlag und nickte dann leicht: Mama geht es gut, sie muss sich nur noch mehr ausruhen, aber das Baby muss sofort atmen. Ein anderer Arzt reinigte den Körper des Elefantenbabys mit einem weichen Handtuch und rieb sanft um seine Nase und sein Maul, um seinen Atemreflex zu stimulieren. Nur wenige Sekunden später nieste es leise, schnappte nach Luft und stieß einen schwachen, aber deutlichen Schrei durch den weiten Raum aus. Jubel erklang, die Menschen umarmten sich und lachten unter Tränen, ein Gefühl der Erleichterung machte sich auf der Wiese breit. Die Elefantenmutter bewegte sanft ihren Rüssel und berührte dabei leicht den Körper ihres Babys als heiligen Gruß der ersten mütterlichen Liebe. Niemand sagte etwas, alle standen einfach nur still da und beobachteten diesen Moment schweigend und in absoluter Ehrfurcht vor der Natur. Das Elefantenbaby versuchte, seinen Kopf zu heben, seine Beine zitterten, als es sich dem Bauch seiner Mutter näherte, fiel hin und stand dann wieder auf. Der Arzt hielt es sanft, drehte seinen Kopf zur Brust seiner Mutter und half ihm, seine erste Milchquelle zu finden. Die weiße Milch fließt heraus, das Sonnenlicht scheint darauf, funkelt wie Metall und spiegelt das Leben inmitten der grünen Wiesen wider. Sanft schloss die Elefantenmutter die Augen, ihre Atmung normalisierte sich, ihr schwerer Körper hatte die lange Krise überwunden. Die Ranger atmeten erleichtert auf, einer von ihnen sagte leise: Wir sind gerade Zeugen eines Wunders geworden, einer Wiederbelebung in der Wildnis. In der Ferne standen Herden von Antilopen mit erhobenen Köpfen und blickten in ihre Richtung, schweigend, als würden sie diese Freude spüren. Über uns fliegen Schwärme von Zugvögeln vorbei, das Geräusch ihrer sanft schlagenden Flügel vermischt sich mit dem Wind, wie ein Segenslied für neues Leben. Als die Sonne schwächer wurde, begann der Elefantenbulle aufzuwachen. Seine Ohren flatterten und sein Kopf erhob sich langsam vom trockenen Boden. Die Ärzte und Ranger zogen sich schnell zurück, um es nicht zu erschrecken, während es sich von der Narkose erholte. Der Elefantenbulle stand auf, blickte sich mit weit geöffneten Augen um und blieb dann stehen, als er seine Gefährtin und ihr Baby zusammen liegen sah. Es brüllte tief und hallte über die Steppe, der Klang hallte wie ein liebevoller Ruf durch die Luft. Die Elefantenmutter drehte ihren Kopf, ihre Augen waren müde, aber sanft, und berührte ihr Baby sanft mit ihrem Rüssel, um es zu trösten. Das Elefantenbaby wurde noch gesäugt, sein kleiner Körper schmiegte sich eng an seine Mutter, seine Ohren zitterten in der warmen Brise.
Die drei standen Seite an Seite, das Licht der untergehenden Sonne bedeckte ihre riesigen Körper und schuf eine Szene, die so schön war wie ein lebendiges Gemälde. Die Sonne versank allmählich hinter dem Horizont und färbte die weiten Graslandschaften golden, während sich das Licht über das kühle, grüne Gras ausbreitete. Die Ranger und Ärzte packten ihre Ausrüstung zusammen und beobachteten schweigend und gerührt die Elefantenfamilie im Grasland. Sie verstehen, dass sie nur einen kleinen Beitrag zur großen Geschichte des Lebens in der Wildnis geleistet haben. Der Elefantenbulle hebt seinen Rüssel hoch und gibt einen leisen Ruf von sich, worauf das Elefantenbaby mit einem schwachen, aber energischen Laut antwortet. Der Nachmittagswind wehte sanft durch die Baumkronen und trug den Duft der Erde und das Geräusch von Insekten mit sich, wie ein Schlaflied des Dschungels. Drei riesige Kreaturen stehen Seite an Seite, gebadet im strahlenden Licht des Sonnenuntergangs, Symbole der Liebe, Hoffnung und unendlichen Vitalität.